Habt ihr es schon gemerkt? Die Insekten verschwinden. Daran wird auch der Landwirtschaft eine Mitschuld gegeben. Aber wie hängt das zusammen und woran erkennt man einen lebendigen Acker? Bienen gehören zu den Insekten und davon gibt es heute bis zu 75% weniger als noch vor 30 Jahren, weltweit. Dabei sind Bienen in ihrer Funktion als Bestäuber enorm wichtig für ein intaktes Ökosystem. Die Honigbiene trägt zur Vielfalt an Nahrungsmitteln bei und ist nebenbei hauptverantwortlich für gute Ernten und Artenvielfalt. Fest steht, die Hälfte der 560 deutschen Wildbienenarten steht aktuell auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Und jede dritte könnte in den nächsten 25 Jahren aussterben. Der Hauptgrund? Der Lebensraum von Bienen wird immer kleiner. Blüten und Wildblumen verschwinden, zum einen, weil die Städte wachsen, zum anderen durch die Landwirtschaft. Stichwort Monokulturen. Wird immer die gleiche Pflanzenart über mehrere Jahre auf der gleichen Fläche angebaut, werden die Nährstoffe im Boden nur einseitig genutzt und werden weniger. Der Bauer muss also viel düngen. Monokulturen sind außerdem anfälliger für Schädlinge. Der Bauer greift zu Pestiziden. Zum Beispiel zu den Neonicotinoiden. Schweres Wort. Neonicotinoide wirken auf das Nervensystem der Insekten ein. Studien zufolge beeinträchtigen sie auch die Orientierungsfähigkeit von Bienen. Deswegen wurden 2018 3 Insektizide aus dieser Gruppe für den Einsatz im Freien verboten. Andere sind aber weiterhin erlaubt. Manche Forscher nehmen an, dass Insekten in 100 Jahren ausgestorben sein könnten, wenn ihr Rückgang im gleichen Tempo weitergeht wie zurzeit. Das wäre eine Katastrophe und das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Damit das nicht passiert, muss einiges passieren. In den letzten Jahren achten Verbraucher mehr auf Nachhaltigkeit, ökologisches Wirtschaften und Regionalität der Waren. Das merken auch die Landwirte. Waren Biobauern vor 20 Jahren eher noch Exoten, wirtschaftet inzwischen jeder 10. Landwirt in Deutschland ökologisch. Aber auch viele konventionell wirtschaftende Bauern säen Wildblumen, also Nahrung für Insekten, sogenannte Blühstreifen. So geben sie der Landwirtschaft ein Stück Vielfalt zurück. Die Landwirtschaft war in den letzten Jahren nicht insektenfreundlich. Aber ein gesellschaftliches Umdenken führt zu einer strengeren Umweltpolitik. Denn ohne Insekten, die die Blüten bestäuben, verarmen unsere Ökosysteme.